Der Bundespreis Ecodesign ist die höchste staatliche Auszeichnung für ökologisches Design in Deutschland. Seit 2012 wird der Preis jährlich vom Bundesumweltministerium und dem Umweltbundesamt in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Designzentrum Berlin verliehen. Als nicht kommerzieller Designpreis steht er für Qualität und Glaubwürdigkeit. Uns geht es mit diesem Preis darum, Design und Gestaltung nutzbar zu machen für die so notwendige Transformation der Produktion von Produkten, vom Entwerfen an, um in Zukunft Ressourcen einzusparen, um weniger Abfall zu erzeugen, um besser verwertbaren Abfall zu erzeugen, wenn es denn schon Abfall sein muss, um Stoffe möglichst lange im Lebenszyklus zu behalten, um die Primärrohstoffförderung zu reduzieren. Und deshalb ist dieser Ecodesign-Preis ein sehr, sehr wichtiger Beitrag für die Kreislaufwirtschaft. Der Bundespreis Ecodesign zeichnet zukunftsweisende Konzepte, Produkte und Dienstleistungen aus, die aus Umwelt- und Designsicht überzeugen. In einem mehrstufigen Bewertungsverfahren werden alle Einreichungen von einem Expertengremium geprüft. Eine interdisziplinär besetzte Jury entscheidet über die Nominierungen und die Preise. Ich unterstütze den Preis deshalb, weil ich der Meinung bin, dass eben Produktinnovation oder auch Design natürlich in der Zukunft oder auch heute schon im Alltag eigentlich nur Sinn machen, wenn sie auch nachhaltig und ökologisch und in der Hinsicht innovativ sind, dass sie eben einen interessanten CO2-Footprint haben. Es ist auch ein Mutmacher hier, so einen Designpreis zu haben. Und wenn man die Arbeiten anschaut, merkt man das, dass das funktioniert. Also auch die Qualität und die Menge der Einreichungen der Studierenden, die hat durchaus zugenommen. Das Umweltbundesamt hat die Rolle der Qualitätssicherung in dem Wettbewerb, und zwar in der ersten Stufe eines zweistufigen Wettbewerbs sichern ca. 50 Kolleginnen jedes Jahr die Qualität. Also das heißt, die gucken sich ganz genau die Projekte an, die Ausführungen der Projekte, denn wir wollen sicher sein als Auslobende, dass nur Projekte und Services in die engere Wahl kommen, die auch wirklich einen Beitrag zur Lösung eines relevanten Umweltproblems leisten. Dieser Preis ist auch ein Zeichen von Wertschätzung, nicht nur für unser kleines Startup, aber für die gesamte Handwerksbranche. Wir wollen die Welt verändern. Das bestätigt und bestärkt uns auch nochmals in unserer Arbeit, dass wir auf dem richtigen Weg sind und auch weiter und noch viel mehr in diese Richtung Kreislaufwirtschaft arbeiten werden in Zukunft. Talking about this award, I mean, that really shows that the work what we have been doing means something. Fühlt sich gut an, ich kann es weiterempfehlen, auf jeden Fall. Durch den Preis oder diese Auszeichnung hoffen wir uns ein bisschen, dass vielleicht auch andere, die an dem Thema arbeiten, auf die Idee kommen zu sagen, schaut mal, da entsteht etwas, da ist ein kleines Pflänzchen. Wenn wir hier einen Baustein von uns vielleicht noch verbinden, dann könnte noch was viel Größeres entstehen. Also dass man einfach aus seinen Silos heraus mit anderen in den Dialog kommt, um zu gucken, wie man gemeinsam dieses große Problem lösen kann. Weil einer alleine wird diese Aufgabe gar nicht bewältigen können. Diese Auszeichnung ist für mich eine sehr, sehr große Ehre. Ich glaube, dass man mit so einem Preis und so einer Idee Aufmerksamkeit schafft. Also ich verbinde auch die Tätigkeit in der Jury Bundespreis Ecodesign auch mit dem Thema Hoffnung. Sind für mich die Einreichungen mit Personen, mit Unternehmen verbunden, die unglaublich visionär sind, sehr engagiert sind, sich für eine bessere, nachhaltige Zukunft dann auch einsetzen. Und für mich gilt es auch, gerade diese Fäden zusammenzuhalten, zu stärken. Das heißt, das sind die Hoffnungsschimmer, die wir unterstützen müssen, weil sie dann nicht nur nach einem nachhaltigen Wandel schreien, sondern auch anpacken und ganz deutlich mit praktischen Beispielen, Ideen zeigen, wie der Wandel auch funktionieren kann, würde man sie dann auch unterstützen.